Hi Leute und willkommen zu einem neuen Creatures of the Deep Video. In diesem Video erfahrt ihr alle wichtigen Informationen, die es mit dem Update 2.87 neu ins Spiel geschafft haben. Wenn ihr also auch auf dem aktuellen Stand sein wollt, dann bleibt einfach dran, denn jetzt geht's los. Zuallererst kann ich euch mitteilen, dass es 3 neue Trash-Gegenstände in das Spiel geschafft haben. Und zwar 2 bei Schottland und einer bei Costa Rica. Damit ihr die neuen Gegenstände auch schnell finden könnt, gibt es natürlich von mir einen kurzen Videosequenz, wo ihr diese Gegenstände angeln könnt. Zuallererst zeige ich euch die beste Location für die Chipstüte, die es neu nach Schottland geschafft hat. Und zwar ist die beste Location direkt hier rechts neben unserem Startpunkt auf der kleinen Insel vor dem Steg. Hier werfen wir die Angel einfach nur aus und holen sie direkt natürlich wieder ein. Am besten eignet sich wie immer die Trash-Angelroute zum Müllangeln. Da es sich bei der Chipstüte um keinen seltenen Müll handelt, sollte es euch schnell gelingen, diese aus dem Wasser zu ziehen. Die Chipstüte ist vermutlich ins Spiel gekommen, weil nachträglich eine neue Blaupause hinzukommen wird, dass wir auch Köder für Schottland herstellen können. Kommen wir jetzt zum zweiten neuen Müllgegenstand. Der befindet sich natürlich auch in Schottland und die beste Location für die Schallplatte befindet sich ganz unten rechts auf der Karte. Dort begeben wir uns einmal hin und begeben uns links an Rand von dem Schachbrettfeld. Hier dasselbe mit der Müllangelroute auswerfen und direkt wieder einholen. Die Schallplatte lässt sich nicht ganz so einfach finden wie die Chipstüte, ist aber auch kein seltener Müllgegenstand und es sollte euch relativ schnell gelingen, diese aus dem Wasser zu ziehen. Kommen wir jetzt zu dem dritten neuen Müllgegenstand. Dieser befindet sich dann in Costa Rica. Hierfür fahren wir einfach rechts oben und zwar zu der Flamingo Beach. Hier begeben wir uns links an die Insel und beginnen auch wieder mit dem Müllfischen. Hierbei handelt es sich um die Flamingo Luftmatratze. Diese hat noch einen netten Nebeneffekt, aber das zeige ich euch später im Video. Von mir noch an dieser Stelle als Tipp: Begebt euch auf jeden Fall links an die Insel und werft die Angel immer rechts unter die Insel aus, direkt zu den Flamingos. Ich hatte als erstes den Fehler gemacht, dass ich mich direkt zu den Flamingos unten begeben habe, aber da hatte ich leider keinen Erfolg mit der Luftmatratze. Und hier oben links hat es relativ schnell geklappt. Mit der neuen Flamingo Luftmatratze im Gepäck begeben wir uns zurück zur Marina und dann auf ins Aquarium. Angekommen in unserem Aquarium will ich euch zeigen, was sich seit dem letzten Update hier noch geändert hat. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, 3 unserer Müllgegenstände neu in das Aquarium einzufügen. Zuallererst wäre hier direkt Costa Rica. Das ist nämlich der nette Nebeneffekt, den ich eben meinte zur neuen Luftmatratze. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, die neue Luftmatratze einzufügen und als Anschauungsobjekt auszustellen. Und so sieht das Ganze einmal dann aus. Gehen wir von hier aus doch direkt weiter, nämlich der nächste Abteil wäre Schottland. Hier haben wir die Möglichkeit, 2 neue Müllgegenstände einzufügen. Dafür laufen wir jetzt einmal die Treppen runter und direkt rechts an die Wand. Hier können wir dann direkt erkennen, dass wir 2 neue Gegenstände einfügen können. Zum einen wäre das Excalibur-Schwert, welches ich noch nicht habe, und rechts das Nessie-Spielzeug. Das hatte ich zum Glück noch vorrätig im Lager, weil ich einmal das Glück hatte, es zu fischen. Und zwar sieht das Ganze einmal so aus. Ja, das macht auf jeden Fall einen sehr soliden Eindruck und ist doch größer, als wir wahrscheinlich alle gedacht haben. Falls ihr noch nicht wissen solltet, wo ihr das Excalibur-Schwert finden könnt und das Nessie-Spielzeug, ist das natürlich kein Problem. Ich blende euch jetzt einmal die Position dafür ein. Das Excalibur-Schwert, welches natürlich im Stein steckt, könnt ihr ganz unten rechts auf Schottland finden. Hier bei den Steinen ganz rechts an der Seite, fast so wie die Schallplatte eben. Hier werfen wir einfach auch nur die Müllangelroute aus und hoffen darauf, dass das Excalibur-Schwert dran hängen bleibt. Das Nessie-Spielzeug hingegen finden wir ganz links auf der Karte, und zwar in dieser Höhle. Hier können wir das Spielzeug aus dem Wasser ziehen. Beachtet aber dabei, dass das Nessie-Spielzeug und Excalibur beides seltene Müllgegenstände sind und es natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis ihr diese beiden Gegenstände gefunden habt. Eine wichtige Änderung habe ich aber noch für euch, und zwar betrifft das unsere Marina. Ich hatte es im letzten Update gesagt, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Spezialköder einzusetzen auf unserer Marina, aber die haben noch nicht richtig funktioniert und waren etwas verbuggt. Das Ganze wurde jetzt einmal gepatcht, und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir Spezialköder auswerfen, dass auch Blasen auftauchen und Coco drauf reagiert. Also sollte es wesentlich leichter sein, nach meiner Annahme, dass wir jetzt den Blobfisch aus dem Wasser ziehen können. In diesem Video habe ich es versucht, kurz den Blobfisch mit 3 Ködern zu angeln, aber ich hatte dabei natürlich auch kein Glücksklee aktiv. Ich habe das Video nur aufgenommen, um euch die neue Funktion zu zeigen, dass jetzt auch Blasen bei Spezialködern auftauchen. Also gilt für mich auch weiterhin,
dass ich mir Mühe gebe, den Blobfisch für euch aus dem Wasser zu ziehen und dafür natürlich ein separates Video zu machen. Alles, was ich dafür brauche, werden jetzt Spezialköder sein, eine neue Carbon-Angelrute, ein aktives Glücksklee und natürlich auch so ein gewisses Anglerglück. Die Location, wo ihr den Blobfisch fangen könnt, habt ihr ja jetzt schon in meinem Video gesehen. Hier aber nochmal eine kurze Visitenkarte von dem Blobfisch, und zwar können wir darin sehen, dass der Fisch sowohl Tag- als auch nachtaktiv ist, also habt ihr die Möglichkeit, den ganzen Tag über den Blobfisch hier an dieser Stelle zu fischen. So, das waren jetzt alle wichtigen Infos, die ich euch mitteilen konnte zu dem letzten Update 2.87. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und wenn ihr zukünftig natürlich auch keine Updates mehr verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da, und über ein Like freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Teil, Leute. Euer Delrox. Ciao, ciao.